herzlich willkommen zum 22. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salvo. Und heute stellen wir euch Smith & Wesson M&P 22 vor. Um genau zu sein, geht es um die Kleinkaliber-Variante der M&P, die von Walther in Deutschland für die Smith & Wesson produziert wird. Allgemein über die M&P-Serie haben wir schon mal ein Video gemacht über die 9 mm Variante, genauere Infos über die Geschichte der M&P und so findet ihr in diesem Video dort. Den Link dazu findet ihr im Videobeschreibung. Die Pistole wird in einem Plastikkoffer ausgeliefert. Im Lieferumfang dabei haben wir natürlich die Pistole selber mit einem Magazin. Dann haben wir noch Werbung für die NRA, eine Registrationskarte und eine Bedienungsanleitung mit Bildchen. Und das ist der Lieferumfang dieser Pistole. Es ist eine Striker-Fired-Pistole mit einem Single-Action-Abzug. Sie wiegt ca. 680 Gramm. Der Schlitten ist aus Aluminium. Im hinteren Bereich hat er Serrations, um besser manipulieren können und laden. Ein Loading Indicator befindet sich im oberen Bereich. Es ist ein gezogener Lauf. Und was an dem aber speziell ist, dass man die Endkappe wegschrauben und Kappe anmachen mit Gwind zum Schalldämpfer montieren zum Beispiel. Das Griffstück ist aus Polymer hergestellt. Bei der Kleinkaliber-Variante der M&P ist der Aufbau ein bisschen anders verglichen zu der normalen oder grosskalibrigen M&P-Serie. Und zwar kann man den hinteren Teil des Griffstücks nicht auswechseln. Dennoch verfügt er aber über eine rauche Texturierung, die der Handhabung gut kommt. Im vorderen Bereich haben wir eine Picantinischiene, wo wir ein taktisches Licht oder die Glücklichen, die dürfen, wir können einen Laser montieren. Den Magazinauslausknopf haben wir bei diesem Modell nur auf der linken Seite, aber dafür den Schlittenfanghebel, der auf der rechten und der linken Seite vorhanden ist. Als manuell bedienbare Sicherung haben wir im hinteren Bereich so zwei Flügel, die auch wieder rechts und links vorhanden sind. Zudem hat man noch als bedienbare Sicherung sogenannte Abzugssicherung, sprich man muss den Abzug auch richtig drücken, damit man dann auch überhaupt den Mechanismus auslösen kann. Zudem ist noch eine sogenannte Magazinsicherung vorhanden bei diesem Modell. Das heisst, wenn kein Magazin in die Waffe eingeführt ist, kann man den Mechanismus nicht auslösen und somit auch die Waffe nicht abführen. Das Magazin selber ist aus Stahlblech und hat einen praktischen Hebel, der das Laden des Magazins vereinfachen tut. Und das Magazin fasst 12 Schuss. Wie schon vorher erwähnt, ist es eine Striker-Fired-Pistole mit einem Single-Action-Abzug. Das Abzugsgewicht ist ca. 1,6 kg. Der Abzugsweg ist plus minus so Durchschnitt, ist jetzt nicht übertrieben lang. Der Druckpunkt ist sehr gut erkennbar. Der Reset-Weg finde ich ist jetzt relativ lang, jetzt nicht übertrieben, aber
gibt kürzere. Dort ist auch der Reset-Punkt sehr gut erkennbar. Die Kiemenvisierung verfügt über keinerlei Markierungen. Die Visierung kann man einerseits horizontal verschieben, zudem kann man die aber auch vertikal justieren und das mittels einem Schlitzschraubenzieher. Die Kornvisierung verfügt in der Mitte über einen weißen Punkt, der das Zielen vereinfachen tut. Diese Visierung kann man horizontal verschieben. Der Rückstoß war ziemlich leicht, das halt einerseits wegen dem Kaliber, das man verschiessen tut, andererseits wegen dem Material vom Schlitten, da man dann schlussendlich weniger Masse hat, die sich bewegen tut beim Schiessen. Das hat man auch bei unseren Schiesstests gemerkt, weil seit wir Reviews machen, haben wir mit dieser Pistole das beste Schussbild geschossen. Da muss man einfach noch erwähnen, eben, es ist halt ein Äpfel und Birnen vergleichen, wenn man ein Kleinkaliber mit einer 9 mm oder anderen Kaliber vergleichen tut. Eben genau halt wegen dem leichteren Rückstoß, wo halt einfach viel einfacher zu handhaben ist. Aber dennoch muss es erwähnen, die Pistole hat wirklich sehr präzise, sehr gut geschossen. Mein Fazit zu dieser Waffe ist eigentlich sehr gut. Die M&P-Reihe von der Smith & Wesson liegt mir mega gut in der Hand. Mir gefällt sie sehr gut. Dadurch, dass es eben 22er Kaliber ist es preisgünstig zum Schiessen. Wenig Rückstoß, das heisst, dynamisch schiessen ist eigentlich auch einfacher und präziser schlussendlich. Der einzige, in Anführungszeichen, Punkt, wo ich ein bisschen negativ sagen ist der Abzug. Der ist jetzt nicht ideal. Er geht, ist okay, aber dort finde ich, bin ich mich halt von der M&P 9 ein bisschen gewöhnt mit dem Tuning Trigger. Den gibt es leider nicht mehr für die, darum ja. Aber sonst im Großen und Ganzen wirklich coole Waffen und sicher zu empfehlen. Also ich bin sehr ähnlicher Meinung wie der Patrick. Auch mir gefällt die M&P-Serie im Allgemeinen sehr, sie liegt mir sehr gut in der Hand, ich schiesse auch sehr gerne mit ihr. Und ich finde halt auch allgemein Kleinkaliber eigentlich sehr spannend zum Schiessen, wegen einerseits, wie er es erwähnt hat, durch den leichten Rückstoß und es gut handelbar ist, kann man auch gerne halt ein bisschen schneller schiessen, doch mit einer gewissen Präzision, und es ist halt einfach zum Trainieren, zum Üben, zum einem besseren Schütz werden, ist es eigentlich wirklich etwas Ideales. Mir hat jetzt einfach spezifisch bei diesem Modell auch einerseits der Abzug nicht ganz so gefallen. Ich habe jetzt zwar
bisschen weniger das Problem mit dem Abzugsweg selber, aber was ich sehr misse ist der gut hörbare Klick vom Reset, wo man bei vielen Pistolen hat. Den vermisse ich jetzt bei diesem Modell ein bisschen. Aber ja, es ist, sagen wir es mal, Mods auf höherem Niveau. Was mich auch noch gestört hat, ist, das hat so ein bisschen weniger nicht nur mit der Pistole, sondern halt auch vielleicht ein bisschen mit der Munitionsauswahl zu tun, ist, dass man den sogenannten 45 Pump mit dem Modell nicht wirklich machen kann. Also sprich, wenn der letzte Schuss raus ist, der Schlitten arretiert und man dann das frische Magazin im 45 Grad Winkel reinhaut, dann geht eben eigentlich nachher auch gerade noch der Schlitten führen. Das funktioniert bei diesem Modell nicht, weil es verkantet sich immer eine Patrone, oder? Und ja, als Trainingsaspekt ist das halt für mich persönlich ein grosser Minuspunkt. Da kann ich mit den 9 mm M&P schiessen und schaue ich eigentlich immer, dass ich meinen Nachlader immer so machen tue. Und da kannst du es jetzt nicht mehr. Aber ja, es geht schon auch. Man muss sich halt einfach wirklich ein bisschen diszipliniert sein und sich selber sagen, da darf ich das jetzt nicht machen, oder? Aber sonst, ja, ich meine eben, die Performance war gut gewesen. Wir haben auch sehr viel geschossen mit dem Modell. Also ich würde jetzt mal sagen, da sind mindestens über 1000 Schuss da durchgegangen. Relativ pflegeleicht, also ist nicht kein heikles Modell. Es ist uns gut. Ich finde es interessant, dass man vielleicht noch einen Schalldämpfer drauf tun kann. Sicher etwas, was lässig ist und man ausprobieren sollte, wenn man kann. Ja, in dem Fall, ich würde sie auch eigentlich so ziemlich jedem empfehlen. Danke an SZO Swiss, dass wir dort unsere Schussaufnahmen machen durften. Wie immer, Detailbilder findet ihr auf unserem Instagram- und Facebook-Account. Dort würden wir uns natürlich auch freuen über jeden Like. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich auch hier auf YouTube gerne ein Like geben und abonnieren. Das war es von dem Video und ciao zusammen.